begrüße Sie heute ganz herzlich wieder zu meinem neuen Video. Heute wollen wir ganz leckeren Mandelkuchen machen und falls ihr Lust habt, ihn nachzubacken, brauchen wir folgende Zutaten dafür. Wir brauchen für den Teig 4 Eier, Päckchen Backpulver, Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Zucker, 200 Gramm Schlagsahne und 200 Gramm Mehl. Ich habe es gesiebt. Und für die Creme brauchen wir Mandeln, gehobelt, 200 Gramm, 5 Esslöffel Schlagsahne, 150 Gramm Zucker und 125 Gramm Butter. Ganz normale, es muss jetzt nicht ganz weich sein, normale Butter. Ich habe jetzt von den Mandeln die hier genommen, die kaufe ich bei Rewe. Die müssen gehobelt sein, die Mandeln. Es geht weiter, also als allererst werde ich die Eier erstmal reinschlagen. Also ich habe jetzt mir heute für den Teig meine Küchenmaschine genommen. Man kann natürlich das auch mit dem Mixer machen oder auch mit dem Schneebesen. So, dann tue ich erstmal den Zucker rein und werde erstmal mit dem Zucker alles vermischen. Also ich habe jetzt das geschlagen, so ein bisschen, so 2-3 Minuten. Es muss jetzt nicht unbedingt so, bis es weiß ist, geschlagen werden. Jetzt nehme ich mir die Schlagsahne, tue die Schlagsahne rein. Eigentlich kann jetzt alles zusammen da rein und richtig schön vermischen. Vanillezucker kommt auch dazu. Mehl. Tue erstmal das Backpulver dazu. Und wird erstmal so langsam so. Dann tue ich den Rest des Mehls dazu. Also ich habe jetzt den Teig gemischt, so ungefähr 5 Minuten. Ich will jetzt gucken, ob das jetzt so richtige Konsistenz hat. Also ich bin nicht so ganz zufrieden, weil manchmal hängt das auch von den Eiern ab, wie groß sie sind. Ich nehme nochmal 50 Gramm Mehl. Aber ihr müsst selber schauen, wie es bei euch, also jetzt glaube ich, müsste es passen. Jetzt tue ich nochmal umrühren. Also jetzt gefällt mir das besser schon mit der Konsistenz. So ungefähr. Also ich werde jetzt das Ganze in so ein Backblech drauf tun und ausbacken erstmal. So, jetzt werde ich das einfach auf so ein Backblech drauf tun. Also das Ganze kommt jetzt bei Ober- und Unterhitze erstmal 170 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten. Ganz langsam muss es ausbacken. Also solange der Boden am Backen ist, machen wir die Creme dazu. Also zuerst nehme ich die Butter. Am besten nehmt ihr euch so einen Topf mit dickeren Boden, damit nichts anbrennt. Ich warte jetzt erstmal, bis die Butter ein bisschen sich so schmelzt. Also die Butter ist jetzt geschmolzen. Jetzt tue ich den Zucker rein. Also den Herd habe ich jetzt nicht auf höchster Stufe. Ich habe jetzt ihn auf 5 gemacht. Das muss jetzt nicht kochen. Es muss einfach sich ganz langsam, auch der Zucker muss sich ganz langsam jetzt einfach auflösen mit der Butter. Ich mache sogar noch weniger, auf 2 und lasse es einfach so hier. Also das war jetzt hier ungefähr 2 oder 3 Minuten hier am Köcheln, ganz langsam. Jetzt kommt die Schlagsahne dazu. Ich habe jetzt hier 5 Esslöffel. Ich werde aber gucken jetzt, vielleicht nehme ich noch ein bisschen. Vielleicht reicht das mir nicht, aber erstmal genügt. So, jetzt kommen die ganz langsam auf die Mandeln unterheben. Sie müssen sich ganz schön vermischen mit dem Butter und mit dem Zucker.
Also so ist das jetzt fertig. Ich habe jetzt richtig schön alles vermischt. Ich schalte den Herd jetzt erstmal nicht aus. Der ist jetzt bei mir auf 1, ganz niedrige Stufe, damit das Ganze jetzt nicht auch erkaltet. Und ich warte jetzt, bis der Boden fast fertig ist. Dann kommt das Ganze auf den Boden drauf und nochmal für ca. so 5 bis 10 Minuten in den Ofen. So, der Kuchen ist jetzt fast fertig. Der ist schon so braun. Jetzt nehme ich hier meine Mandelcreme und tu vorsichtig das hier alles so verteilen. Nicht alles auf einmal. Also ich habe jetzt soweit alles schön verteilt. Ich versuche überall so ein bisschen, ich glaube jetzt ist alles so bedeckt. Jetzt tue ich das wieder in den Ofen für ca. so 10 Minuten. Einfach, dass es ein bisschen braun wird und fertig. So, mein Kuchen ist soweit fertig, mein schöner Mandelkuchen. Ich hole ihn raus. Es sind ungefähr so 15 Minuten habe ich ihn noch drin gelassen. Mein Mandelkuchen ist jetzt soweit fertig. So sieht er aus, wenn er aufgeschnitten ist. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen abkühlen und wir werden Tee trinken. Wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.